Moin Leute, herzlich willkommen, neue Folge. Wir sind heute schon Tag 2 am Maishäckseln. Wir haben gestern angefangen. Gestern war Sonntag, ursprünglich Samstag, aber ich hatte ja letztens die Trockensubstanzproben gehäckselt, danach Schüttelfrost, hohes Fieber bekommen. Konnte mich dann bis gestern wieder einigermaßen zusammenflicken, sodass wir gestern anfangen konnten. Das Ding ist, Detlef auch. Detlef hatte auch hohes Fieber. Detlef war auch krank. Das heißt, kein Häckslerfahrer. Ja, also haben wir gestern, um 10 Uhr waren wir hier. Gestern war Sonntag. Gestern sind ja erstmal die Wahlen gewesen. Das heißt, jeder war wählen. Haben uns um 9 Uhr auf dem Hof getroffen und sind hierher gefahren. Bis gestern 18 Uhr hatten wir 1300 Tonnen weg. Hier ist ja dieses 80 Hektar Stück vom Nachbarbetrieb. Ja, vielleicht kennt ihr das noch so ein bisschen aus dem Frühjahr. Hier haben wir angefangen, hier war der erste Einsatz von dem 39. Und ja, ich sag mal, Vorgewende waren 500 Tonnen und 10 Hektar. War natürlich sehr anstrengend, muss man sagen. Man muss sich natürlich auch erst an die Maschine hier gewöhnen. Das ganze Anhäckseln ist natürlich schon anders. Lenkbewegungen sind anders. Der Turm bewegt sich anders. Schon anders. Da muss man natürlich hier und da noch ein bisschen Feintuning machen. Ich habe jetzt Autofill auch gut eingestellt, dass es auch hinter mir gut läuft, dass es auch zum Anhäckseln gut funktioniert. Und dann funktioniert es wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Ja, hier fährt er gerade automatisch selber, auch von der Geschwindigkeit. Ist natürlich auch in so einem Mais ein bisschen schwierig. Ihr seht, hier ist hoch und hier neben kommt eine Kante. Da ist halt Wildschaden. Ne? Wir haben hier festgestellt, das ist ein Sortenunterschied. Guck mal bis hier, seht ihr das? Und dann kommt hier die andere Sorte und da ist der Wildschaden drin und hier aber nicht. Konnte man auch auf den Luftaufnahmen sehen. Seht ihr das? Da ist Wildschaden, da nicht. Ich will das jetzt aber nicht speziell an der Sorte festmachen. Ich will bloß vermuten, die hat wahrscheinlich eher einen Reifezeitpunkt gehabt, sodass da früher die Milchreife war und da haben die Schweine sich reingezogen. Vielleicht sitzt da auch der Kolben noch ein bisschen tiefer, weil die andere Sorte war schon ein bisschen höher vom Rahmen, also sie war schon ein bisschen größer. Genau, ich habe ihn auch nicht ganz so aggressiv jetzt hier eingestellt. Er lernt ja auch ein bisschen. Das heißt, er ist jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Eben hat er 2-3 Mal sich ein bisschen, naja, verschluckt nicht, aber er ist ein bisschen vorsichtiger halt geworden. Er ist ein bisschen zu intensiv in die Bestände gefahren. Und dann musste er halt ein bisschen stark runter reduzieren. Hatte ich gestern noch nicht, heute ein bisschen mehr, aber heute ist wirklich stark verschießend. Seht ihr? So ist er gleich voll. Den letzten ein bisschen mache ich natürlich immer alleine. Also bis eben hat Autofill gemacht. Jetzt mache ich das alleine. Und dann halten wir an. Genau. Beim Krone habe ich aber noch den Gutfluss angehalten, das geht ja hier nicht mehr, geht bei Krone aber mit dem X-Collect auch nicht mehr. Also es war nur eine Besonderheit des Easy Collects, dass das geht. Ja, ansonsten da seht ihr Autofill. Ich habe das jetzt ein bisschen anders in der Einstellung als in der Bedienungsanleitung. Also hinten ist so eine kleine Skala. Und glaube, laut Bedienungsanleitung soll aber den Turmverlängerung auf 20 Grad minus, glaube ich, sind das nach unten. Ich habe den jetzt aber auf 10 Grad gestellt, weil auf 10 Grad sind die Hänger dann schön mittig und dann passt es auch beim Anhäcksel besser. Beim Anhäcksel hat es sonst gar nicht gepasst. Also das hat gar nicht funktioniert, deswegen da musste ich ein bisschen Feintuning machen. Jetzt funktioniert das aber echt gut. Jetzt funktioniert das auch mit den Sportkippern gut. Das ist gar kein Problem. Genau. Erträge, wir hatten gestern hier durchschnittlich 45 Tonnen bei 31 TS. Wie gesagt, das ist der von meinem Nachbarbetrieb. Der betreibt das aber auch nicht mit dem höchsten Intensität. Also ich sag mal, ich glaube, der hat hier Mist gekriegt, der hat geflügt und dann auch keinen Unterfußdünger und dann glaube ich nur Harnstoff drüber. Also der war am Anfang, gerade als das kalte Wetter war, ein bisschen relativ schlecht versorgt. Man hat viel Phosphormangel gesehen. Und ich denke mal, wir werden da eigentlich ertraglich noch ein bisschen weiter drüber liegen. Aber 45 Tonnen ist schon ein guter Mais. Man hat auch das Gefühl, man weiß eigentlich auch gar nicht mehr, ja, ab wann darf man sich freuen, wann darf sich nicht mehr freuen.
kommt noch wieder ein Rückschlag oder nicht. Also die trockenen Jahre haben einen schon sehr zugesetzt, muss man sagen. Ja, es ist aber auch so, dass es ja die letzten Wochen hier halt sehr kühl war und am Tag halt nur so 17, 18 Grad. Und da kommt beim Mais halt kaum eine Trockensubstanz oder eine Abreife dazu. Das heißt, ja, der bleibt halt auf ewig auf 31 TS. Ne? Das war auch das, was wir jetzt die letzten 2 Wochen beobachtet haben. Deswegen haben wir uns jetzt halt gesagt, naja, dann müssen wir jetzt halt auch anfangen. Dann muss es jetzt ja auch losgehen. Weil wir häckseln ja nun auch schon, also wir häckseln ja insgesamt, denke ich mal, irgendwas um die 3 Wochen mit den Kunden und alles zusammen. Und Sonnenblumen haben wir auch noch und die Weizenaussaat kommt auch noch. Irgendwann muss man dann auch anfangen, weil letztendlich kommt dann nachher keine Trockensubstanz mehr dazu. Dann bleibt das auf ewig so. Also ein Jahr hatten wir mal bis 15. Oktober gewartet. Da war aber ein Jahr, da hatte ich nur mich, relativ am Anfang. Und ja, da hatten wir nachher 29 TS und da kam nachher Frost und immer noch 29 TS. Es werden einige wieder kommen, ja, dann musst du andere Reifezahlen anbauen. Man baut ja die Reifezahlen im Schnitt der Jahre an. Das heißt, in 3 von 5 Fällen klappt das super und in 2 von 5, oh, nicht aufgepasst, Leute. Rechtzeitig geguckt. Und in 2 von 5 oder in 1 von 5 Fällen hat man halt mal Sonnenfall. Ne? Aber wir hatten ja halt die letzten 3 Jahre, wie ihr wisst, wo wir einfach schon Ende August gehäckselt haben. So. Also, was soll man denn anbauen? Da hätte man noch später anbauen können. Von daher, was soll man anbauen? Also, das passt über die Jahre. Die Reifezahlen 240 bis 270 baue ich jetzt schon über 12 Jahre an und das funktioniert eigentlich hervorragend. So, da seht ihr das. Auch mit den kleinen Sportkippern funktioniert Autofill hervorragend. Also Autofill ist auch deutlich intelligenter geworden. Muss man echt sagen. Was gibt es noch zu erzählen? Ich weiß gar nicht, ich hatte eigentlich viel vor euch zu erzählen, aber erzählen fällt mir schwer. Ich habe noch starke Halsschmerzen. Von daher gucken wir mal, was ich nachher noch sonst habe. Something I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now. Some
Schönen guten Morgen. Erstmal gucken, ob der Ton geht. Ton geht. Schönen guten Morgen. Wir haben heute Tag 3. Die ersten 70 Hektar sind runter. Ertrag 48 Tonnen auf dem Hektar hat der Kunde jetzt geerntet. War noch ein bisschen feucht von der Trockensubstanz, aber ist so, dass man anfangen kann. Wir sind heute noch hier ein bisschen auswärts geblieben. Wir haben nämlich hier in der Nähe gleich das Mais-Bohnen-Gemisch. Das fahren wir heute noch hierher zum Nachbarbetrieb. Und dann würden wir erstmal für unsere Biogasanlage sedieren. Genau. Dann würden wir erstmal sozusagen alles fertig machen, bei uns die Silowände abhängen und dann geht das seinen Gang. Genau. Und das würde ich aber sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe jetzt gedacht, zur Ernte machen wir lieber kurze Folgen. Ist für mich nicht so schwierig, das Ganze aufzuarbeiten. Das heißt, ich kann euch schneller up-to-date halten. Machen wir vielleicht manchmal nur 5, 6 Minuten, 15 Minuten kurz erzählen. Ein paar Drohnenaufnahmen, ein paar Eindrücke. So wie ich das halt hinkriege. Ist halt ein bisschen schwierig. Ach, das macht dann hier fertig, das GPS. Fertig nicht in dem Sinne, aber genau. Damit er mich halt relativ zügig eingebunden kriegt für euch. Ich mal den Stream fertig machen hier. Wir haben ja morgens um 7 jetzt. Heute ist Mittwoch. Dienstag ist heute. Genau, heute ist Dienstag, der 28. Genau, wir fahren jetzt gleich los. In der nächsten Folge seht ihr dann auch einen New Holland im Einsatz, dann mitten Krampe Big Buddy. Dann seht ihr, warum das Ganze zu unserem Betrieb gekommen ist. Also den haben wir von New Holland direkt gekriegt. Wie das Ganze entstanden ist, das erzähle ich euch alles in der nächsten Folge. Also bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, war okay mit der Folge so, dass sie so kurz und knackig war. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.